Hallo liebe Hausbauhelden, in dieser Haustour stellen wir euch einen ganz besonderen Bungalow vor. Ein echtes Modulhaus, das aus 4 vorgefertigten Modulen zusammengesetzt ist. Gleichzeitig erklären wir euch auch das neue zugrunde liegende Modulhaus-Wohnkonzept Elements des niederbayerischen Massivholzhausherstellers Sonnleitner, das vom Tiny House mit 35 Quadratmetern bis zum Zweigeschosser mit 135 Quadratmetern alle Möglichkeiten eines wirklich flexiblen Wohnkonzepts bietet. Das Ganze extrem hochwertig und stylisch ausgestattet. Ihr dürft gespannt sein. Kommt mit! Die erste Besonderheit, das Musterhaus steht in einer Produktionshalle. Das ist Teil des Konzepts und kein Zufall. Was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gleich noch. Was wir uns heute anschauen, ist ein Bungalow, der aus 4 Modulen zusammengesetzt sind. Das einzelne Modul ist 10,40 Meter mal 3,45 Meter. Die Höhe von diesen Modulen, die Gesamthöhe ist 3,65 Meter. Das Ganze ist aus 4 Modulen zusammengesetzt, wobei das 4. Modul Carport und Technikraum ist. Das heißt, die Wohnfläche von ungefähr 81 Quadratmetern verteilt sich auf 3 Module. Die überbaute Fläche ist etwa 100 Quadratmeter und das Besondere an dem Konzept, weil es wirklich komplette Module sind, dass man mit einem ganz einfachen Punktfundament oder einem Streichenfundament auskommt. Das heißt, die Bodenversiegelung ist minimal. Man kann diese Module ganz schnell aufbauen. Man kann sie auch theoretisch wieder abbauen. Das heißt, mit dem Haus umziehen und dadurch wird es auch einfacher, ein Grundstück zu finden bzw. den Aufbau auf der Baustelle ganz gut und punktgenau zu organisieren. Das Besondere ist, wir sehen es schon, dass diese Module jetzt außen mit einer Holzverschalung versehen sind. Es handelt sich auch um eine Holzkonstruktion insgesamt. Es ist sehr hochwertig und auch mit einem sehr hohen Holzanteil gemacht. Also das heißt, es ist eine Massivholzbohle innen und außen. Innen kann auch mit einer Gipskartonplatte gearbeitet werden. Dazwischen ist eine Holzfaserdämmung, sodass es also insgesamt ein sehr holzbasierter Aufbau ist. Ihr könnt schon sehen, wir stehen jetzt hier an so einer Modulgrenze. Wir haben hier ein Vordach, das nochmal 1 Meter vorgezogen ist. Das lässt sich natürlich variieren. Dann kann man hier natürlich mit so Eingangsterrassen oder mit so vorgesetzten Veranden arbeiten. Das Ganze ist schon etwas höher gesetzt, weil die Module in sich ja statisch, stabil und steif sein müssen. Wir sehen hier außen die Fassade. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu gestalten. Hier ist jetzt mal so eine gerillte, gefräste Fassade aus einer massiven 5 cm Fichtenbohle. Die ist dunkel, lasiert in so einem dunklen Ton. Dann haben wir hier diese Lamellen. Hier draußen ist es auch Fichte, lasiert in so einem Grauton. Ihr seht die Holzfenster, die der Hersteller auch in eigener Fertigung produziert, die also auch in jedem gewünschten Maß gefertigt werden können, in einem ganz speziellen, so einem hellen Beige-Ton. Und vielleicht gleich vorweg die ganzen Farbnummern und genauen Materialbezeichnungen, wenn euch das interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich es euch an der Stelle beantworten. Hier sehen wir jetzt das Modul mit dem Carport und dem Technikraum. Für so ein kleineres Haus auf jeden Fall wichtig, sowas zu haben. Also, dass man eine Abstellfläche hat, auch nutzbare Außenfläche. Und hier hat man jetzt für den Carport innen noch eine lichte Breite von 3,25 Meter, also sehr komfortabel. Die Länge sind jetzt hier 7,30 Meter. Dann ist da hinten noch mal ein kleiner Technikraum. Der ist in dem Fall leer. Das Haus wird ja nicht bewohnt. Aber da hätte man eben Platz für zum Beispiel eine Luftwasser-Wärmepumpe, einen Wechselrichter für eine Photovoltaik und einen Warmwasserspeicher. In dem Fall ist hier tatsächlich eine wasserführende Fußbodenheizung drin. Das Ganze geht natürlich auch, gerade wenn es dann kleiner wird, mit so Infrarotstrahlungsheizungen, dass man eben kein wassergeführtes System braucht. In dem Fall hat jedes Modul einen eigenen kleinen Heizkreisverteiler und das wird dann zusammengesteckt.
Ihr könnt jetzt hier sehen, dass dieses Element mit den Lamellen hier nochmal zum Einsatz kommt. Hier im Außenbereich ist es jetzt auch Fichte, das ist leicht lasiert, um den ganzen Farbkonzept hier Rechnung zu tragen. Und was ihr auch schon sehen könnt, wir haben hier durchgehend innen und außen eine sehr schöne glatte Massivholzdecke. Das ist eine CLT-Decke, das ist Brettsperrholz, Cross Laminated Timber ist der englische Begriff. Die ist mit so einer UV-Schutzlasur behandelt, so ein bisschen weiß auch pigmentiert, dass die eben hell bleibt und nicht nachdunkelt, und die kann eben von außen nach innen durchlaufen, was sehr, sehr schön ist. Und wir haben jetzt hier schon diese Eingangsterrasse. Ihr seht, auch hier ist nochmal 80 cm Rücksprung. Sehr, sehr sinnvoll, so einen geschützten Eingangsbereich außen vorm Haus zu haben. Hier dann auch ganz schön schon mit hinterleuchtet das Sitzbank, die vom Polsterer mit so einem Outdoor-Stoff bezogen ist. Ganz so aufwendig muss man es natürlich nicht machen, aber das ist schon ein Vorgeschmack auf das, wie es innen weitergeht. Denn da ist eine sehr, sehr hochwertige Ausstattung mit drin, und damit hängt es auch zusammen, dass dieses Haus in einer Halle steht. Es werden nämlich alle Häuser, auch Kundenhäuser, hier in der Halle vorher so wie konfiguriert aufgebaut, und dann kann das hier nochmal abgenommen, kontrolliert werden, bis zum letzten Innenausbau, Möbelausbau, alles, wenn es mitbestellt wird, schon hier gemacht und kontrolliert und abgenommen werden. Und dann wird das Ganze auf der Baustelle wirklich nur in 2-3 Tagen auf die Punktfundamente gesetzt und ist dann danach komplett bezugsfertig. Das heißt, die Leute, die hier arbeiten, können das auch an einem Ort mit festen Partnern machen. Hohe Qualität, wetterunabhängig, und wenn man dann einzieht oder wenn man es aufgebaut hat, kann man wirklich innerhalb von 4 Tagen einziehen. Ich habe euch schon gesagt, wir haben hier sehr hochwertige Materialien. Ihr seht auch hier etwas, was innen immer wieder auftauchen wird. Das ist eine 3D-Fliese mit so einer Struktur, die jetzt hier tatsächlich 2,60 Meter bis zu 1 Meter breit ist. Und wie das da drinnen jetzt weitergeht, das schauen wir uns jetzt an. Die Diele hat 5,6 Quadratmeter. Wir haben hier innen überall in den Modulen eine Lichtraumhöhe von 2,60 Meter, also schon sehr großzügig. Und der großzügige Charakter wird auch nochmal unterstrichen durch diese großen Fliesen, 80 x 80 Feinsteinzeug. Auch dieses Material wird hier überall nochmal auftauchen. Wir haben noch eine zweite Variante von dieser Fliese, die sehen wir hier an der Rückwand. Das ist eine 3D-Fliese, die hat so eine Riffelung. Die ist tatsächlich raumhoch, also 2,60 Meter am Stück bis 1,25 Meter breit. Und das schafft hier wirklich ein sehr, sehr harmonisches Gesamtbild. Denn der Witz bei einem Modulhaus ist ja auch, dass man wirklich jeden Raumschnipsel sehr, sehr gut ausnutzt. Deshalb ist das ganze Haus mit Einbaumöbeln auf Maß der Schreinerei des Hausherstellers gelöst. Und das ist natürlich sehr schön. Wir haben hier eine offene Garderobe mit Sitzbank. Das ist der gleiche Stoff, den wir auch draußen schon gesehen haben. Das ist vom Polsterer gemacht. Muss man natürlich nicht so machen. Diese Fliese war draußen auch schon. Das heißt, es ist auch eine outdoor geeignete Fliese. Das ist immer wichtig, wenn man Materialien von außen nach innen durchgehen haben möchte, dass man natürlich Materialien wählen muss, die auch outdoor geeignet sind. Wir haben hier diese offene Garderobe. Was da immer wieder auftaucht, ist dieses Schwarz und natürlich das helle Holz. Das hier ist jetzt ein Dekor in Esche, und dann sieht man schon, die geschlossene Garderobe ist hier gleich mit so Einbaustrahlern, die per Bewegungsmelder angehen. Auf der anderen Seite haben wir 2 ganz große, raumhohe Schiebewände, die einfach Regale dahinter abtrennen. An der Stelle sieht man, jetzt ist dahinter dann auch der Elektroverteiler. Ich zeige euch nachher auch noch den Verteiler von der Fußbodenheizung. Der sitzt auch überall schön reingebaut.
Hier die Tür dann komplett verspiegelt, dass man im Eingangsbereich eben auch einen Spiegel hat. Sehr schön diese schwarzen Leisten, die tauchen auch überall nochmal auf im Haus als Element. Und wir sehen hier auch schon um die Tür eingefasst diesen Holzrahmen. Auch der ist als gestalterisches Element drinnen immer wieder zu sehen. Ich werde euch auch da nochmal sagen, warum. Es hat nämlich alles einen Grund. Sehr, sehr schön ist auch diese raumhohe Schiebeglastür. Das nennt sich Rauchglas. Auch diese Elemente können dann gleich mitbestellt werden. Die werden vom Glaser dann auf Maß zugeschnitten und vom Haushersteller eingeplant. Wir werden sehen, dass es hier sehr viele Räume gibt, die per Schiebetür abgetrennt sind. Und hier haben wir jetzt auch schon eine Modulgrenze, wo also zwischen zwei Modulen offen ist. Ihr könnt jetzt hier die Fuge sehen. Da hat man natürlich oben den Balken, der jetzt doppelt durchläuft. An der Stelle sieht man eine schmale Fuge. Hier ist der Übergang. Und jetzt schauen wir als erstes die Küche an. Dieser komplette Esskochbereich sind jetzt hier übrigens 34,5 Quadratmeter. Die Größe lässt sich variieren durch diese Wand. Die ist jetzt etwas nach innen rein versetzt. Dadurch hat wir hier nochmal eine eingezogene Terrasse, einen kleinen Essplatz im Freien. Da schauen wir natürlich auch gleich hin. Aber jetzt erstmal zur Küche. Dieser freistehende Küchenblock ist 1,80 x 2,90 und was ich sehr, sehr schön finde, diese Oberfläche, das ist tatsächlich eine keramische Platte. Das ist genau von der Optik wie die Fliese. Das seht ihr auch, hat hier so eine ganz schöne schmale Kante und dann ist da drunter gesetzt eben vom Möbelbauer so eine schwarz durchgefärbte MDF-Platte, die dann so angefasst ist, sodass das Ganze die nötige Stabilität bekommt und eben aber mit dieser schmalen, schwebenden Optik auskommt. Hier ist jetzt mal so ein Kochfeld mit dem Abzug nach unten. Wir haben es schon oft gesehen. Noch nicht oft gesehen habe ich, dass das jetzt komplett in matt ist. Das ist vor allen Dingen eine optische Sache und es ist wohl absolut kratzfest. Auf diesen glatten Ceranfeldern sieht man ja dann oft irgendwann Kratzer. Und es ist eben auch wieder so, dass man diesen Abzug hier, dass man das sehr gut reinigen kann, wenn einem da mal was reinläuft. Und dadurch hat man natürlich jetzt hier auch nichts hängen. Dafür eine schöne Leuchte drüber. Ihr seht schon, es gibt diese schwarzen Leuchten, wo man eben auch die Körper hin und her schieben kann, die Beleuchtungskörper, sodass man wirklich überall gezielt auch das richtige Arbeitslicht hat. Hier die Küchenrückwand ist jetzt wieder in Esche Furnier, Esche Navarra heißt es. Hier haben wir nochmal ein anderes, das ist Bronze Brushed, also so eine Metallic-Oberfläche, so ein bisschen raue, ist aber sehr harmonisch, wie ich finde. Dann haben wir hier nochmal schwarz, das sind diese nach oben aufklappenden, wo dann eben dahinter Stauraum verschwindet. Auch hier wieder die LED-Leiste, auch hier oben noch Stauraum für Sachen, wo man nicht so oft dran muss. Dann haben wir hier dieses liegende Fensterband. Wie gesagt, der Hersteller baut die Fenster selbst. Es sind also alle Formate möglich. Sehr schön ist, dass es hier so einen kleinen Öffnungsflügel gibt. Wir haben jetzt ja hier keine Lüftungsanlage in dem Haus, keine zentrale. Das braucht man aber auch nicht. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viel offenporiges Holz, das Raumluftfeuchte puffert und auch genug Elemente, die sich öffnen lassen. Hier sieht man jetzt noch mal ganz schön diesen Farbton. Der ist jetzt innen und außen sind jetzt diese Holzfenster in Perlbeige. Das ist RAL 1035. Finde ich auch ganz schön. Ist mal was anderes als das ewige Anthrazit, das man überall sieht. Und hier hinter dem Wasserhahn ist dann eben auch gleich die Festverglasung. Diesen Rahmen, diesen Blendrahmen haben wir hier bei allen Fenster- und Fenstertürelementen drüber. Das ist eine optische Sache, einfach um den Materialübergang zwischen diesen unterschiedlichen Oberflächen schön abzuschließen. Da hat man dann eben kein Problem, dass man irgendwas anputzen muss hinterher nochmal. Und das finde ich ist eine sehr schöne Lösung, muss man natürlich nicht so machen. Hier auf der Seite sieht man jetzt, dass auch der Backofen diese matte Oberfläche hat. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass der hier in Bedienhöhe ist und finde es auch sehr praktisch, dass man direkt daneben diese keramische Platte hat. Die ist sehr hitzeunempfindlich. Hier ganz
klassisch dann den Einbaukühlschrank. Und hier vielleicht noch mal eine Sache, dass man eben Schubladen, die ja in der Küchenorganisation praktischer sind als jetzt ein offenes Regal, eben auch noch mal hinter so einer Front verschwinden lassen kann, damit man hier eine ganz, ganz ruhige Optik mit dieser schwarzen Griffmulde hat. Und jetzt schauen wir uns die kleine Terrasse noch an. Wir haben jetzt hier so ein Hebeschiebe-Kippelement drin. Das hat von der Höhe 2,15 Meter, von der Breite etwa 2,10 Meter. Diese Außenwand ist jetzt hier praktisch 2,20 Meter nach innen versetzt. Und dann habe ich hier so eine eingezogene Terrasse, so einen kleinen Outdoor-Essplatz. Je nachdem, wie das Grundstück dahinter gestaltet ist, brauche ich da eine Absturzsicherung oder auch nicht. Auch hier haben wir wieder sehr schön die Materialität durchgezogen. Wir haben hier die gegrillte Fliese, hier wieder diese Fassade. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist dann hier draußen euch eine Steckdose zu gönnen, mal mindestens eine. Und alles andere ist natürlich hier wieder mit dem schönen LED-Band und der schwebenden Sitzbank und auch dieser Tisch, der wieder die gleiche Fliese oben drauf hat wie die Küche und unten so einen schwarzen Stahlrahmen, ist natürlich Geschmackssache. Vom Boden braucht man jetzt hier was feuchte unempfindliches, das ist in dem Fall Douglasie, Lärche wäre auch möglich. Die Decke ist wieder das Brettsperrholz, das wir schon kennen. Und ich zeige euch jetzt von drinnen gleich nochmal diese Hebe-Schiebe-Kippelemente. Die haben natürlich jetzt den Vorteil, dass man das Fenster auch mal kippen kann. Das Ganze ist ein bisschen was anderes als eine Hebeschiebetür. Die hat dann erstmal diese Kippposition, also auch wenn ich die aufmache, kippt die erstmal. Da darf man nicht erschrecken. Hat natürlich den Vorteil, ich kann das hier zum Lüften auch mal aufhaben, ohne es ganz aufzumachen. Wenn ich dann weitermache, kippt die unten auch weg und dann lässt sie sich aufmachen. Was wir jetzt auch gesehen haben, die Lichtverhältnisse sind natürlich jetzt hier, weil das Ding in der Halle steht, nicht so wie in einem normalen Haus. Ansonsten sind die Flächen auf jeden Fall groß genug, dass es hier schön hell drin ist. Und dann haben wir hier diese schwarzen Drückergarnituren, das finde ich sehr, sehr schön. Auch nochmal Lamellenjalousien, elektrische im gleichen Farbton, dieses RAL 1035 wie die Fensterrahmen. Auch das finde ich sehr, sehr schön. Und wenn wir jetzt hier weiter rumgehen, sehen wir einen kleinen Wohnbereich. Wir sind jetzt hier schon im zweiten Modul und die Module sind im Standard, in der Basis komplett offen. Alles, was wir jetzt hier sehen, ist dann Abtrennung mit Möbelschreinerei. Und die Planung dieser Schiebetüren, das zeige ich euch auch an anderen Stellen noch, die muss man wirklich frühzeitig in Angriff nehmen. Das ist nämlich nicht so einfach, wo laufen die hin, wo haben die Platz. Das ist jetzt hier eine zweigeteilte Geschichte, auch wieder in diesem Taupe-Dunkel gebeizt. Das ist jetzt hier eine Dekoroberfläche. Hier hinter mir sehen wir jetzt das Ganze in Eiche, Echtholz, die Lamellen, die den Flur so ein bisschen abtrennen und das eben genau im gleichen Farbton hinzukriegen, weil es unterschiedliche Materialien sind. Das muss auch aufeinander abgestimmt werden. Wenn man so ein Haus kauft, hat man 2 Tage mit einem Innendesigner, der auch dieses Haus gestaltet hat, schon mit drin und kann das alles gestalten lassen. Hier läuft jetzt diese Schiebetür unten in so einer wunderschönen Aluschiene. Oben braucht man sie natürlich doppelt. Da sind jetzt diese schwarzen Blendleisten dann auch optisch wirklich sehr schön. Dann sieht man nämlich diese breite Schiene nicht. Und hinter mir haben wir jetzt das Wohnzimmer, das nur 6,5 Quadratmeter groß ist. Hier kann man wirklich gut sehen, was es heißt. Keinen Platz verschwenden und das Maximum an Flexibilität und Stauraum rausholen. Also auch dieses abgeschrägte Sofa ist natürlich wieder eine Sonderanfertigung. Hier unten ist dann überall mit Push-to-Open Stauraum drin, den man auch noch mal nutzen kann, der auch schon gleich beleuchtet ist. Dadurch sieht man, was man in den Schubladen hat und das Ganze bekommt so einen schwebenden und leichten Charakter. Hier ist das Ganze so abgeschrägt, sodass man eben hier dann auch ganz gut an das Fenster drankommen kann. Und da ist jetzt eben die Brüstungshöhe von diesem Fensterelement, das 2,30 Meter breit ist und hier eben Festverglasung und hier Öffnungsflügel ist dann abgestimmt auf die Sitzhöhe, das sind 44 Zentimeter.
Hier hat man tatsächlich dann auch Platz für einen großen Fernseher, kann die Tür auch mal zumachen, wenn man sich jetzt da akustisch nicht stören will. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr gemütlicher Raum. Ich persönlich brauche kein 40 Quadratmeter Wohnzimmer, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Auch dieser Esstisch kommt übrigens in dem Fall aus der Möbelschreinerei des Hausherstellers. Die Platte ist dann nämlich eben auch eine massive Eicheplatte mit so einer Naturkante gemacht, eben auch gebeizt in diesem Ton Taupe Dunkel. Dann kriegt man das eben wirklich hin, dass diese ganzen Oberflächen farblich sehr, sehr gut zusammenpassen. Auch hier hat man wieder eine Sitzbank mit sehr hochwertiger Polsterung, mit dieser Hinterleuchtung. Also auch ein Lichtkonzept ist natürlich in so einem kleinen Haus ganz, ganz wichtig. Und jetzt schauen wir uns die nächsten Schiebetüren an. Hier haben wir jetzt eine raumhohe Schiebetür, die mal mit dem Stoff gepolstert ist. Das macht dann auch der Polsterer. Der Haushersteller bereitet das in seiner Möbelschreinerei mit einer Fuge vor, sodass es auch von allen Seiten schön aussieht. Das zeige ich euch nachher nochmal bei den Schränken. Und hier sind wir jetzt im Raum kleinstmögliche Fläche, größtmöglicher Nutzen, Platz 2. Das ist nämlich ein Büro, das nur 4,5 Quadratmeter hat. Aber alles, was man für einen Arbeitsplatz braucht. Hier gibt es dann wieder einen Einbauschrank, diesmal 40 cm tief, offen. Der hat hier eine etwas breitere Kante und was es damit auf sich hat, zeige ich euch gleich. Hier verschwindet nämlich eine Schiebetür von der anderen Seite drin. Die Planung der Schiebetüren war hier übrigens das A und O. Hier sind dann auch die Heizkreisverteiler für dieses Modul untergebracht. Wie gesagt, die anderen kann ich euch auch noch zeigen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass eben diese Platte hier auf der Höhe mit der Fensterbank durchläuft. Das ist jetzt eine Brüstungshöhe von 74 cm. Wir haben jetzt hier so einen schmalen Öffnungsflügel, der ist 50 cm breit. Und der schlägt jetzt eben nach hinten auf. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut, dass der nur so schmal ist und zur Wand aufschlägt. Auch sowas ist nicht selbstverständlich. Das müsst ihr bei der Planung berücksichtigen. Wie breit sind die Flügel? Schlagen die weit in den Raum auf? Und in welche Richtung? Dann haben wir hier eine Grenze. Was dahinter ist, zeige ich euch gleich mit einer Milchglasscheibe. Man guckt also nicht wirklich rein, hat aber trotzdem einen größeren Raumeindruck. Hier nochmal so einen netten Kabelkanal, den bauen die hier auch immer so ein mit so einem Bürstchen, dass die Kabel da also verschwinden ohne Loch. Auch das finde ich ein sehr schönes Detail. Und wie gesagt, was es mit dieser Kante auf sich hat und welcher Raum auf Platz 1 der kleinstmöglichen Räume steht, das schauen wir uns jetzt an. Das ist nämlich hier um die Ecke der Hauswirtschaftsraum, der 2,1 Quadratmeter hat. Hier ist jetzt die Schiebetür, die dann eben verschwindet in diesen Schrank und in den anderen Schrank, denn ich kann hier gleichzeitig mit dieser raumhohen Tür den Wohn-Ess-Bereich abtrennen und dann eben hier für meinen Hauswirtschaftsraum die Wäschekörbe und alles, was ich brauche, dann da verschwinden lassen. Und hier seht ihr jetzt, ist wieder diese abgeschrägte Platte drin, die eben diesen Raum perfekt nutzt. Ich habe hier eine Ablage, nochmal ein kleines Fenster, kann durch diese Glasscheibe darüber gucken, kann es natürlich auch zumachen, wodurch diesem Raum die Enge genommen wird. Und hier habe ich dann genau den Platz für Waschmaschine und Trockner, dass ich also auch diese Dinge hier erledigen und unterbringen kann. Und jetzt schauen wir uns an das Modul Nummer 4. Da sind die beiden Schlafzimmer und das Bad drin. Das kleinere der beiden Schlafzimmer ist mit 9,9 Quadratmetern nicht groß, aber auch hier ist der Raum wieder sehr, sehr gut ausgenutzt. Wir haben jetzt hier so eine Nische, die eben genau die 60 cm tief ist, dass man da einen Einbauschrank reinbringt. Und hier könnt ihr jetzt mal diese schönen Kanten sehen. Das ist eben so vorbereitet, dass es da so eine Fräsung gibt, wo der Polsterer dann seinen Stoff reinspannen kann. Und dann kommt da nochmal wie so eine Art Paspel drauf. Und dann sieht es eben wirklich einfach
sehr, sehr schön aus. Gleichzeitig ist es eben auch für diesen Raum schallschutztechnisch sehr, sehr angenehm. Einfach das schluckt so ein bisschen den Hall, den hat man hier überhaupt nicht. Sehr, sehr schön finde ich auch, dass hier das Element nochmal auftaucht von der Fassade. Das ist diese Fichte, gebeizt in diesem dunklen Taubeton. Da kann man also sehen, dass man mit eingelassenen LED-Bändern da auch wirklich ganz, ganz schöne gestalterische Effekte erzeugen kann. Und dieses relativ kleine Schlafzimmer hat auf der anderen Seite nochmal eine ganz, ganz große Festverglasung, ein Hebe-Schiebe-Element, das erweitert wird auf eine kleine Terrasse. Dadurch wirkt der Raum auch nochmal viel, viel größer und dieser geschützte Außenraum geht optisch mit in das Raumgefühl hier ein, was ich für kleine Zimmer wirklich einen ganz tollen Trick finde. Wir schauen erst ins zweite Schlafzimmer. Dabei kommen wir hier an der Badezimmertür vorbei und vielleicht ein Wort zu den Türen. Die sind nämlich auch sehr, sehr schön. Das ist vom Dekor jetzt Eiche Edelweiß. Das ist sehr gut abgestimmt auf das Parkett. Auch das nennt sich Eiche Edelweiß. Das ist ein echtes Eiche-Parkett, Landhausdiele mit gefaster Kante, sehr, sehr schön. Und diese Türen sind eben stumpf einschlagend. Man sieht auch keine Bänder und, das zeige ich euch jetzt da hinten, sie sind nach innen öffnend. Das ist also wirklich schön. Da hat man hier auch die schlanke Kante und solche Sachen finde ich immer ganz interessant und erwähnenswert. Wir haben jetzt hier das zweite Schlafzimmer, das mit 11,6 Quadratmetern ein ganz kleines bisschen größer ist. Hier seht ihr jetzt, die Rückwand ist anders gestaltet. Da haben wir jetzt dieses gefräste Fichte-Element mal mit senkrechten Lamellen und dann das LED-Band darunter. Hier hinten ist dann eine Platte vorgesetzt, die auch mit Stoff bespannt ist vom Polsterer. Sowas ist total schön, aber natürlich nicht geeignet, wenn ihr Katzen haltet. Das ist klar, die benutzen das unter Umständen als Kratzbaum, das wäre schade. Und auch bei diesen Einbau-LED-Leisten achtet der Hersteller darauf, dass das was Hochwertiges ist, denn dann hält das auch lange. Man kann es zwar auch austauschen, aber dann hat man eben länger Freude dran. Auch hier haben wir wieder so einen Schrank mit Stoffbespannung und hier könnt ihr jetzt mal sehen, ist dann auch nochmal vorgesetzt so eine Möbelplatte, Taupe dunkel mit Haken und Spiegel. Und hier seht ihr jetzt die Innenoberflächen. Das ist jetzt praktisch die Version mit der Gipsfaserplatte innen drin. Die ist dann Q3 gespachtelt und ich nehme an mit so einem mineralischen Streichputz gestrichen. Und auch hier finde ich es sehr, sehr schön, wie die Materialübergänge gelöst sind, dass man zum Beispiel hier jetzt umlaufend diese breite Schattenfuge mit dem Schwarz hat. Zwischen den zwei Schlafzimmern liegt das Bad, das mit 6,5 Quadratmetern jetzt auch nicht riesig ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr großzügig. Ein Vorteil von diesen nach innen aufschlagenden Türen ist übrigens, dass die Tür ja dann hier in der Leibung anschlägt und einen natürlichen Anschlag hat. Die stoppt also von selber und vernackelt hier nichts. Und jetzt sehen wir dieses durchgehende Material- und Ausbaukonzept, das ich im Bad wirklich sehr, sehr schön finde. Wir haben jetzt hier Platz theoretisch für einen Doppelwaschtisch. Wir sehen wieder diese Möbelplatte in dunkel Taupe. Dann ist hier die Nische gleich genutzt für so ein Einbauregal. Wir haben hier indirektes Licht. Was hier noch mehr sein dürfte, sind Steckdosen. Da gibt es jetzt nur eine. Da braucht ihr auf jeden Fall zwei, besser 4. Und sehr, sehr schön ist diese große bodengleiche Dusche. Wir haben jetzt hier so eine extra flache Duschtasse, bodengleich. Die ist 1,80 mal 1 Meter, sehr komfortabel mit dem Ablauf in der Mitte. Dann steht man da beim Duschen auch nicht drauf. Im Ernstfall bräuchtet ihr hier nochmal einen Spritzschutz, vielleicht eine feststehende Glasscheibe mit diesem Rauchglas oder irgendwas anderes, weil das reicht hier nicht. Das sind jetzt hier diese Tiefe von der Nische, sind die 74 cm. Ihr erinnert euch, auf der anderen Seite ist da der Einbauschrank. Dann haben wir hier sehr, sehr schön diese Unterputzarmaturen in mattschwarz mit dem Regenduschkopf. Und was ich auch sehr schön finde, ist die matten Sanitäroberflächen. Also sowohl hier bei der Duschtasse als auch bei der Badewanne. Dann ist natürlich auch hier wieder diese hinterleuchtete Nische mit diesen 3D-Fliesen, die ihr schon kennt, die eben 2,60 mal, hier sind sie jetzt geschnitten, 90 cm vollflächig sind, sodass es hier also auch ein fugenfreies Bild gibt.
Und auch hier haben wir wieder die komplette Wand mit dieser Möbelplatte verkleidet. Klar, das kann man natürlich auch anders machen. Und sehr schön, dieses Fenster ist jetzt 60 cm breit, wenn man da in der Wanne sitzt und rausguckt. Das stelle ich mir persönlich total schön vor. Jetzt haben wir alle Zimmer im Bungalow aus der Elements-Reihe gesehen. Wie gesagt, die Module lassen sich auch anders zusammenstellen. Man kann auch nur 1 oder 2 Module nehmen. Auch eine zweigeschossige Lösung ist möglich. Wenn ihr euch das Musterhaus, so wie es hier gezeigt ist, mal anschauen wollt, steht auf dem Werksgelände des Herstellers in der Halle. Ist in der Regel geöffnet montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr. Nur nach Voranmeldung, weil ihr müsst ja in die Halle rein. Und auch nur noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall. Danach soll das Ganze nämlich als Ausstellungsstück verkauft werden. Hier muss ja immer wieder Platz für neue Häuser geschaffen werden. Wenn ihr euch die Grundrisse anschauen wollt, wie es hier steht, könnt ihr noch mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da gibt es wie immer den Link in unsere Hausdatenbank. Da gibt es auch Kontaktinformationen zum Hersteller. Und wenn ihr insgesamt noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.